Also, mein Name ist Siegfried Bühler. Ich mache Schmuck. Das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Ich mache Schmuck und jetzt möchte ich Sie mal fragen, was bedeutet denn Schmuck eigentlich? Zu früh am Morgen oder was? Kann ich nicht mal irgendwas hören, was Schmuck für das Publikum bedeutet? Nur kurz, wenigstens ganz kurz. Also, schmückt den Körper, ja. Aber woher kommt denn Schmücken? Schmücken kommt von schmiegen, also anschmiegen, anschmiegsam am Körper liegend. Ja? Also, wann möchte ich was an meinem Körper tragen? Ja, wenn es wertvoll ist zum Beispiel, ja, damit ich es immer dabei habe, ob es jetzt materieller oder ideeller Wert ist. Also wenn es wertvoll ist. Wann möchte ich noch was am Körper tragen? Ja, um eine Meinung irgendwie preiszugeben. Wofür ist Schmuck ein Indikator? Für den Status. Wenn ich über die Straßen gehe und mir die Leute angucke, dann sehe ich zum Beispiel, ob jemand verheiratet ist oder ob jemand bestimmt viel Kohle verdient, weil er ein besonders tolles Schmuckstück trägt. Oder ob er eben ein Luder ist, weil er sich mit Billigschmuck vollhängt. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Also Schmuck ist ein Mittel, um etwas preiszugeben, ja? Um sein innerstes Ich nach außen zu kehren. Also wenn Sie sich meine Sachen ansehen, Sie haben sich ja bestimmt alle im Internet informiert, dann wird Ihnen bestimmt klar, so, dass ich so einen leicht esoterischen Touch habe, ja, so leicht esoterisch in die ESO-Schiene reingerutscht. Ne? So, upsala, ich bin ja schon wieder drin. Naja. Also für die Prüfungsvorbereitung hat mir meine Mama auch schön meine Bachblüten gemacht, ja. Jetzt, das hat es auf jeden Fall gebracht, ne? Also wie ihr seht, mit Erfolg. Ja, also mein Vater, der hat mir eher die musikalische Richtung mitgegeben. Dank ihm fließt Musik durch mein Blut, ja, was ihr wahrscheinlich gemerkt habt, als ihr hier reingekommen seid. Also meine Sachen sind aber nicht nur esoterisch angehaucht, ja, also mir ist es ganz wichtig, dass ich eben etwas ausdrücke, was mir wichtig ist. Und was ist mir wichtig? Der Erhalt unserer Erde. Ja? Dass wir alle gucken, dass unsere Erde sauber bleibt, rein bleibt, dass wir Acht geben auf unsere Umwelt, unsere Natur. Das ist mir wichtig. Und das möchte ich in meinem Schmuck eben auch ausdrücken. So, dann kommen wir auf mein Bachelor-Thema, subversive Manifestation. Einige von Ihnen wissen wahrscheinlich gar nichts mit dem Begriff anzufangen. Also die Subversion, ja, die entsteht immer aus der Sicht des Schwächeren, also einer Minderheit. Die Subversion setzt sich zum Ziel, den Umsturz einer bestehenden Ordnung oder eines Systems. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Ordnungen und Systemen, die es in Frage zu stellen gibt. Und die Subversion stellt quasi alle in Frage. Also die Mittel und Wege der Subversion, die sind so verschieden wie derjenige, der sie anwendet. Es gibt Beispiele für die Subversion, zum Beispiel im Dadaismus. Daher leitet sich auch der Surrealismus ab, ist auch eine Form von Subversion. Punk, ganz klar, ne? Anti-Haltung, den hier, fuck off, fuck the system. Ja, Punk, ganz klar subversiv. Free Techno, ja, so genau weiß ich jetzt auch nicht, was das sein soll. Sind auf jeden Fall so ein paar ausgeflippte Typen, die ziehen sich total abgefahren an, machen abgefahrene Musik. Also passt eigentlich auf das hier. Ja, Street Art ist eine Form von Subversion, wenn sie eine politische Aussage hat, also sich gegen eine, wie schon gesagt, bestehende Ordnung richtet. Ich möchte Sie heute entführen.
eine kleine, oder besser gesagt, zu einer kleinen Reise einladen, ja, wo sie sich mit ihrem eigenen Konsumverhalten konfrontieren und in ihrem Kopf manifestieren, was mir wichtig ist. Also sie sollen sich mit ihrem eigenen Ich konfrontieren, drüber nachdenken, reflektieren, ihr Konsumverhalten reflektieren und daraus lernen. Nachhaltig positive Beeinflussung möchte ich hier mit Ihnen erzielen. Ja? Und wenn ich das mit jedem Menschen auf der Welt mache und das klappen könnte, vielleicht wird das dann eine bessere Welt, vielleicht aber auch nicht. Also ich habe hier so ein kleines Gedicht geschrieben, ja, angelehnt an den Dadaismus. Also vielleicht kennen Sie den Dadaismus nicht. Dadaismus richtet sich gegen alles, was man kennt. Ist also quasi eine Anti-Kunst, die alles in Frage stellt und gegen alles ist. Dadaistische Sachen sind Gedichte, Bühnenschauspiele, Collagen, Skulpturen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, dadaistische Werke zu schaffen. Ich habe jetzt mal so ein kleines Gedicht verfasst, was ein bisschen an den Dada anlehnen soll. Und wenn Sie das Gedicht hören, dann könnten Sie sich wahrscheinlich schon vorstellen, worum es eigentlich als Hauptthema bei mir heute geht. Fleisch, Fleischeslust, Fleisch fressen, Lust fressen Fleisch, Fleisch frisst Lust, Lust frisst Fleisch, Ust ist Eisch, Eisch ist da, 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 da. Das Fleisch ist da. Ja! Nein! Gutes Fleisch ist rar. Ja! Rar! Und kostbar. 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 Das Blut des Lebens einverleibt. Doch! Was ist mit dem Fleisch im Supermarkt, in den riesigen Regalen? Leben? Pah! Ein Leben hatten diese Tiere nicht. Also wie schon gesagt, ist Dada eine Kunstrichtung, die sich gegen alles richtet. Und ich richte mich hiermit gegen die Massentierhaltung. Denn die Massentierhaltung ist ein unverantwortungsvolles Geschäft, das man nicht unterstützen darf. Ne? Jegliche Form von Fleisch in den Supermärkten, die so gehäuft in den Regalen liegen und von Tieren kommen, die mit Antibiotikum vollgepumpt werden, damit sie gesund bleiben, die Wachstumsbeschleuniger zum Fressen kriegen, die so fett werden, dass sie ihr eigenes Gewicht nicht mehr tragen können, ja. Das sind Tiere, die können nicht gesund gelebt haben, die können nicht gesund sein, ja. Und das kann auch nicht gesund sein, dieses Fleisch zu essen. Ne? Es mag vielleicht verlockend sein, ja, ist billig, schmeckt gut, ja. Aber es kann nicht gesund sein, verdammte Scheiße. So, nochmal zum Dada, ja. Dada ist ja diese Kunstrichtung, die sich gegen alles richtet, bla bla bla. Dada ist berühmt für diese berühmten Lautgedichte, ja, von zum Beispiel Hugo Ball. Er hat Lautgedichte verfasst. Ja. Diese Gedichte, die klingen ungefähr so: Bodum circa ta, Brodum circa ta,
Ta ta ta, donumpa, dorumpa, dopumpa. Also für mich klingt das ja eher, als wenn das irgendjemand falsch interpretiert hat oder falsch vorgetragen hat und das eigentliche Gedicht so klingen sollte. Also das ist meine Interpretation von den Lautgedichten. Und ja, da kann man jetzt mal noch ein bisschen drauf aufbauen, ne? Und um den schamanischen Geist hier noch ein bisschen zu beschwören, ja, habe ich hier ein bisschen Räucherware mitgebracht, um die bösen Geister zu vertreiben. Also nur damit Sie beruhigt sind, da sind keine Drogen drin, ja? Also, jetzt kommt ein Stück von Old Dirty Bastard. Ich habe ja früher als Jugendlicher total auf Hip-Hop gestanden. Und die Überleitung von meinem Thema zu Old Dirty Bastard findet so statt. Old Dirty Bastard ist ein Rapper, ja, der mag es gerne roh. Ja, der singt immer I like a draw. Und das heißt ja, ich mag's roh. Ne? Und ich denke mal, es wird das Fleisch gewesen sein. Und er hat zu viel rohes Fleisch gegessen, deswegen ist er auch schon im Alter von 33 Jahren gestorben. So, ich möchte jetzt mal einmal kurz hier, ne? So, gut. Wie geht das jetzt nochmal? Shimmy y'all, shimmy yeah, and shimmy yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on my net, you George Bomber Yards. Yeah, from my home in Dodge in Brooklyn squad. Wu-Tang Killer Bees on the squad. Rain on no damage on this scoreboard. And you can't even touch my skill. I won't kill a bee every day on the kill now. Drop that down, pass all around. Lyrics get hard, but be men to the ground. Forming in these in 52 states, I get psycho killer born and breaks. My homeless system, my home is like, damn, Jama danger in my dick, damn. So, jetzt rückwärts. Shimmy, shimmy, y'all. Shimmy, shimmy, y'all. Shimmy, shimmy, y'all. Shimmy, yeah, and shimmy, yeah. House nigga, it's me and looking in into making all. Man, when I don't go the home, making up. Man, on the side, man, shimmy, shimmy, y'all. Shimmy, yeah, and shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. All from all that you George Bomber Yards. Yeah, from my home in Dodge and Brooklyn squad. Wu-Tang Killer Bees on the squad. Weighing on your damage on the scoreboard. And you can't even touch my skill. Won't kill a bee every day on a kill now. Baby, come on, baby, come on, baby, come on. Right on, mate, motherfucking there. Now, ever left up the board, who's head up
of the Lord. Dirty bastard from the Wu-Tang Squad. Can I get raw? Yes, I get dirty to the floor. I'm going in my, going on my. No ways, no one raise me, man. I was young when you were raised me, man. I raise the mother up every day. I'll flip the microphone up anyway. Up there, up there, shit for Blair. No, the stone is going at. This time that I got resumed the sweat. MCs, you got paid a lot. Oh, this there, my home is like shit. I like it. Oh yeah, drinking beer, having barbecue with some fat meat. You know meat. I know meat. You know meat. You know roasted chicken, beef, pork, all that shit. Yeah, I like it raw. Yeah. So, das war Old Dirty Bastard. Woo, yeah! Crowd, Party People in the house! Ja. Ich merke schon, ihr steht auf Old Dirty Bastard, ja? Ja. Das ist fett. Habe ich etwa die Zeit vergessen? Ist schon halb. Ja, dann will ich mal kurz mal rübergehen hier. Schatzi, komm essen. So, ich. Für mich. Schmeckt dir das Fleisch? Habe ich extra günstig gekauft heute? Ich habe einen Anruf gekriegt und zwar, das wäre zu laut und wieder ganz leise oder. Es sind 5 Minuten vorbei. Danke. Habe ich extra heute günstig gekauft, das Fleisch. Ist doch lecker, so günstiges Fleisch, oder? Verdammte Scheiße, ich hab dir doch gesagt, du sollst die Scheiße nicht mehr kaufen hier, diese Massentierkacke, Mann! Oh, du kannst doch nichts richtig machen hier! Willst du noch Pfeffer, Schatz? So. Ich könnte jetzt noch ein paar Musikstücke machen, aber dafür habt ihr ja keine Zeit. Oder dafür habe ich besser gesagt keine Zeit. Ne? Ich möchte jetzt noch ein paar Sachen zu meinen, paar Worte zu meinen Sachen sagen. Licht, bitte.
Ich weiß jetzt, warum das nicht funktioniert hat. Ich habe nämlich meine Kopfhörer nicht aufgehabt. Und das mache ich jetzt nämlich erstmal. Kopfhörer aufsetzen ist nämlich als Musiker immer sehr wichtig, ja. Denn ohne Kopfhörer läuft das nämlich nicht. So, jetzt kann ich nämlich auch hier genau wie der Range von meinem Mikrofon nämlich hier. Nein, jetzt können wir mal so eine Kuhstall-Szene imitieren. Wo gehst du hin? Ganjaman, Rastafari. Wo gehst du hin, Mann? Was bist du, Mann? Was bist du? It's a Rastafari, You know, I'll tell you something. You know, I'm the big freak man, you know. And I want the revolution. I want to make revolution, you know. You know what revolution is? Yeah? You know, I want to make revolution to open the mind of people, you know. Revolution in your brain. To step outside of this system of society, you know.
You need to step out of the system of society, man. It's not a good system to eat meat every day, man. To use energy from a stomach, you know. That's not good. That's not healthy, man. So, I tell you what's healthy. Healthy is love. You know love? You know love. I know you know love. Love is the kind of thing that bring together people. And bring together people. That's what I want to say. And nothing. Revolution. No, you do revolution. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Also das nennt man Dubstep. Und ich mache jetzt hier so Tiergeräusche, so. Das könnte so ein Schwein auf der Schlachtbank sein, ja. Also, wenn ich das aber durch den Effekt jage, dann hört sich das.
Okay, jetzt kommt ein bisschen Gabba. Gabba ist ja eine frühe Form von Free, eine späte Form, ne? Also Gabba kommt ja nach Free Techno, deswegen ist Gabba also eine späte Form von Free Techno. Free Techno ist einfach verrückt, deswegen ist Gabba auch verrückt. Ne? Klingt klar, einleuchtend, fett. Das war
So, das ist ein schöner. Ja, der kommt knackig. Wicked man, that's some wicked stuff. Yeah. Wicked to the man, so wicked man, so wicked man, no to the window, man. He's a job, he's a wicked bad man. She wants to bad man, he's a bad man. Wicked bad man, a wicked bad man. He's a bad man. He's a bad man, he's a bad man. He's a bad man, he's a bad man. What is he bad man? Look at that man. Run down, take that man. Stop that man, take it that man. Stop that man, take it that man. Take it that man,
Shut me, my God, money, my God, but hit me, God. Turn my God, shut up, and you God. What did you want to do? What did you want? Put it on the game. How did you make that down? How did you make that on? Take it, man. What you want? Shit. Yeah. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa.